Wenn ihr auf der Suche seid nach einem 6 Meter Kastenwagen mit einem Wahnsinns-Preis-Leistungs-Verhältnis in einem mega coolen Design, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ich zeige euch was. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der TV. Ich bin's wieder, euer Tobi, und heute ganz neu eingetroffen ist für euch der 594 Chaussor Blackline Dörr Edition. Ja, wir schauen uns das Fahrzeug einmal von vorne an, denn wir haben hier den neuen Fiat Ducato drunter mit dem neuen Kühlergrill. Hier sieht man unsere Blackline-Beschriftung. Und ganz cool ist, wir haben das Auto in der Sonderfarbe Schwarz Metallic, das gibt es wirklich nur bei uns. Als Basisfahrzeug haben wir hier den 2,2 Liter Motor mit 120 PS. Und wir haben serienmäßig mit 4 Jahresreifen, also 4 Season-Reifen mit dabei. Die könnt ihr natürlich auch in Deutschland problemlos im Winter nutzen. Wir haben eine, finde ich, mega coole Beklebung außen am Fahrzeug dran. Hier mit so grün und Anthrazit gehalten. Ich finde, das sieht wirklich super sportlich aus. Und ihr habt, wie im letzten Jahr auch schon mit dabei, eine Thule-Markise an Bord. Ihr habt hier oben, ich zeige es euch mal, die Außenleuchte mit dran, die ihr natürlich von innen bei Wunsch zuschalten könnt. Und ihr habt, ganz wichtig für im Sommer, eine Fliegengittertür mit an Bord. Bei Chaussor immer eine coole Sache ist definitiv, dass ihr den Tisch von innen auch außen am Küchenblock befestigen könnt. Den könnt ihr beispielsweise hier dran stellen und könnt dann einfach eure Stühle nebendran stellen und diesen Tisch nutzen. Ihr habt im Einstiegsbereich ganz normal die Thule Drittstufe, die ihr elektrisch ausfahren könnt. Und wenn ihr die mal vergessen solltet, fährt die bei Chaussor auch immer automatisch ein. An der Seite haben wir dann die Möglichkeit, Frischwasser aufzufüllen. Ihr habt hier einen 100 Liter Frischwassertank mit an Bord. Und den Kofferraum schauen wir uns auch einmal gemeinsam an. Bei Chaussor oder bei den meisten Trigano-Kastenwagen habt ihr die Möglichkeit, die Hecktüren fast ganz zu öffnen. Es gibt an der Seite ein kleines Schaumstoffstückchen, was die aufgedoppelt haben, sodass ihr hier keine Probleme mit eurem Fenster bekommt. So könnt ihr beispielsweise den Kastenwagen hinten ganz öffnen und ihr habt auch die Möglichkeit, wie im letzten Jahr, den Lattenrost des Bettes komplett hochzuklappen. Das heißt, ihr könnt eure 3 Matratzenstücke auf der rechten Seite übereinander legen, klappt euer Bett hoch und hakt es mit diesen Schlaufen, die ihr hier unten seht, einfach hier oben ein. So könnt ihr beispielsweise eure Fahrräder auch innen im Fahrzeug transportieren. Was man jetzt hier hinten noch sieht, ist der dritte Schlafplatz, der serienmäßig auch mit dabei ist in unserer Edition. Hier habt ihr die Möglichkeit, vorne in der Sitzgruppe nochmal ein drittes Bett für eine dritte Person zu bauen. Dann habt ihr hier bei Chaussor, das finde ich auch cool, dass sie das immer mit dazulegen, die Isotherm- und Verdunklungsmatten vorne fürs Fahrerhaus mit dabei. Natürlich könnt ihr nach wie vor die Verdunklungsplissés nutzen. Hier habt ihr den Vorteil einfach, dass die nochmal thermisch isolieren. Auch mit dabei ist immer eine Probepackung Toilettenchemie und ihr habt so ein Safety-Kit dabei mit Kompressor und Flüssigkeit, für wenn ihr mal einen Platten habt. Links haben wir den Gaskasten. Dort könnt ihr 2 Gasflaschen reinmachen, 1x5 oder 2x5. In Frankreich sind auch 2x7 Kilo erlaubt. An der Seite haben wir dann die Toilettenbox, wie gewohnt, hinter verschlossener Klappe. Die ist von Tedford und bei Chaussor finde ich auch sehr schön, dass ihr den gesamten Bereich der Toilettenbox drin abgedichtet habt. Sollte mal was daneben gehen, habt ihr hier keine große Schweinerei. Dann haben wir hier vorne den Ausströmer von der Heizung und nochmal davor den Stromaußenanschluss für euer CEE-Kabel. Hier wie gewohnt den Dieseltank von Fiat und unten drunter euren AdBlue-Tank. Was ihr hier von außen auch entdecken könnt, ist vielleicht oben auf dem Dach zu sehen. Das ist unser 140 Watt Solarpanel, was in unserer Edition auch mit inkludiert ist. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt länger autark stehen möchtet, bei uns einen entsprechenden Lithiumspeicher nachzurüsten. Fragt uns da gerne nach einem entsprechenden Angebot, dann könnt ihr wirklich fast eine Woche komplett autark stehen. Ja, was man auch erwähnen sollte, sind unsere Sonderpolster in der Edition. Vielleicht könnt ihr das vorne schon erkennen. Wir haben wirklich super schöne Sitzbezüge im Fahrerhaus drin. Oben auch sehr schön mit Chaussor-Logo, in Anthrazit,
passend zum Auto gehalten. Ich finde es auch mit dieser Kontur hier echt schön gemacht. Und ganz besonders sollte man die Sitze im Aufbau hinten erwähnen. Wir haben hier wirklich eine Lendenwirbelunterstützung mit drin. Wir haben eine Auflage für die Kniekeile. Wir haben 2 schöne Kopfstützen oben, sodass ihr, wenn ihr hier in der Sitzgruppe drin sitzt, wirklich extrem komfortabel für lange Fahrten sitzen könnt. Das definitiv ist ein absolutes Highlight für mich bei unserer 594 Blackline Edition. So, dann schauen wir uns jetzt das Fahrzeug einmal von innen an. Gerade im Eingangsbereich finde ich auch sehr schön. In dem gleichen Design wie unser Sonderpolster drin gehalten, habt ihr hier nochmal so eine kleine Tasche, wo ihr verschiedenste Dinge drin verstauen könnt. Der Holzdekor ist gleich geblieben, wie im letzten Jahr auch. Nach wie vor finde ich das absolut zeitlos. Es ist in dem Kastenwagen echt hell. Das mit dem Weiß in Kombination finde ich sehr schön. Und ihr habt hier über die Sitzgruppe nach wie vor diesen riesigen Schrank. Unten drunter Vorbereitung für SAT und TV sowie eine 12 Volt und eine 230 Volt Steckdose. Bei den Trigano-Kastenwagen sieht man immer diese zusätzliche Dämmplatte im Sitzbereich. Das finde ich extrem gut gemacht. Das ist auch abwaschbar. Ihr habt hier einfach eine Kältebrücke, die nochmal zusätzlich gedämmt ist. Und ich finde, dass dadurch dieses Verdunklungs- und Fliegengitter-Plissé so ein bisschen verschwindet und nicht so aufgesetzt aussieht. Ja, der Tisch ist nach wie vor hier unten mit dem schönen Ausdrehteil. So hat wirklich die Person, die auf dem Beifahrer sitzt, auch die Möglichkeit, hier ihren Teller oder ihre Tasse abzustellen. Und ihr habt beim Chausseur immer die Möglichkeit, den Tisch von vorne nach hinten zu verschieben. Ich glaube, man kann das hier hinten erkennen. Der kann gute 15 cm vor oder auch noch circa 5 cm zurück verschoben werden. Sodass, egal wie ihr den Tisch positionieren wollt, jeder ordentlich Platz hat. Kommen wir nun zum Kühlschrank. Man kennt es schon, dass der vorne am Küchenblock sehr gerne untergebracht wird. Ihr könnt den Kühlschrank in beide Richtungen öffnen. Ihr habt hier einen Kompressorkühlschrank verbaut, der in verschiedenen Modi betrieben werden kann. Es gibt einen Quiet-Modus für nachts, dann ist der Kühlschrank etwas leiser. Es gibt einen Boost-Modus, wenn ihr mal vergessen habt, den vor Antritt der Fahrt einzuschalten. Und es gibt den normalen Performance-Modus. Das ist der Kühlschrank-Modus, in dem ihr den Kühlschrank normalerweise betreibt. Die Bedienpaneelen sind auch die gleichen wie im letzten Jahr. Ihr habt hier oben das Steuerungsdisplay vom Chausseur. Das könnt ihr hier einschalten. Auf der linken Seite habt ihr die Möglichkeit, euer Licht ein- und auszuschalten oder euer Außenlicht einzuschalten. Ihr habt die Wasserpumpe, die ihr mit einem separaten Knopf ein- und ausschalten könnt. Und hier gibt es einen Multifunktionsknopf. Da könnt ihr Frischwasser, Abwasser, Batterieladezustand der Starter- und der Aufbaubatterie einsehen. Rechts daneben haben wir das Truma Kombi Bedienpanel. Dort könnt ihr eure Heizung einstellen. Ihr habt die Möglichkeit, hier unten zu heizen. Ihr könnt im Winter heizen und 60 Grad warmes Wasser zusätzlich aufbereiten. Oder im Sommer ohne Heizbetrieb einfach 60 oder 40 Grad warmes Wasser aufbereiten. Oben über der Sitzgruppe haben wir das schöne Midi-Heki drin. Das ist natürlich aufstellbar. Und ihr habt auf einer Seite das Fliegengitter mit drin und auf der anderen Seite das Verdunklungssystem mit drin. Knapp daneben haben wir dann noch die Deckenleuchten. Da habt ihr eine hier und eine hinten im Schlafbereich. Die sind bei Chausseur dimmbar und die könnt ihr mit Touchscreen immer ein- und ausschalten. Der Küchenblock ist auch gleich geblieben wie im letzten Jahr. Wir haben hier wirklich Platz für einen großen Topf oder große Pfanne und nebendran nochmal Platz für einen kleinen Topf. Das Ganze ist mit Piezo-Zünder ausgestattet und hier könnt ihr dann euren Kaffee oder euer Essen kochen. Rechts daneben haben wir die Spüle mit dem Wasserhahn, den ich so feiere. Also da muss man wirklich sagen, die meisten Hersteller haben hier nur so einen kleinen Klappwasserhahn. Hier habt ihr wirklich einen Wasserhahn, wo man sich als Frau im Kastenwagen vielleicht auch mal gut die Haare waschen kann oder man sich ordentlich die Zähne putzen kann. Ihr könnt auch mal was drunter spülen und eine Spülschüssel unterstellen. Also da habt ihr wirklich alle Möglichkeiten offen mit diesem Wasserhahn. Sehr schön finde ich auch die Ablage. Ihr habt hier unten den Kleiderschrank, wo ihr wirklich mal Jacken oder andere Dinge drin aufhängen könnt. Und darüber eine Fläche für Kaffeemaschine, Schneidebrett oder sonstige Dinge, die ihr unterbringen wollt. An Schränken mangelt es dem Chausseur auch nicht. Wir haben hier wirklich einen großen Schrank über dem Küchenblock, einen großen Schrank hier hinten über der Ablage
und noch einen weiteren hier hinten über dem Bett. Und auf der anderen Seite habt ihr auch nochmal 2 Schränke an der Zahl. Was man hier drin sieht, ist noch die Vorbereitung für die Sattanlage. Ich hatte das im letzten Jahr schon erwähnt bei dem Chausseur V594. Ich finde das extrem gut gemacht, dass die hier so eine Dichtlippe drin haben, die in einer eingefrästen Kante sitzt. Das heißt, eure Schränke fangen hier nicht mit der Zeit an zu klappern, wie bei vielen anderen Fahrzeugen, die nämlich dann nur hier diese Klebepünktchen haben. Da ist es jedoch so, wenn es im Sommer zu warm wird, fallen die oft ab. Die liegen dann auf dem Küchenblock und auf dem Boden und ihr habt keine mehr. Und dann klappert der Schrank und durch diese Dichtlippe bleibt es wirklich lange leise. Schubladen habt ihr auch, und zwar 3 Stück. Oben eine für euer Besteck und dann noch 2 weitere für eure Töpfe, Pfannen und Teller. Ja, und wie ihr seht, ist das Bad groß genug, dass sogar 2 Tobis reinpassen würden. Ihr habt wirklich eine Dusche, die ist riesig. Ich zeige euch gleich, wie das mit dem Duschvorhang hier drin funktioniert. Das hat sich ein bisschen geändert zum letzten Jahr. Und ihr habt eine Toilette, wo ihr wirklich auch, wenn ihr größer seid, vor der Toilette genug Platz habt für lange Beine oder auch bei dem einen oder anderen für einen dickeren Bauch. Ich persönlich finde auch mega cool, dass ihr nach wie vor die Möglichkeit habt, außen zu duschen. Das heißt, ihr könnt euch einen Duschkopf organisieren, den ihr beispielsweise hier an- und ausstellen könnt und könnt ihn auch aus dem Fenster raushalten, um außen zu duschen. Steckdose habt ihr hier unterm Schrank mit drin, den Lichtschalter fürs Bad und auch einen kleinen Stauraum im Schrank. Ganz wichtig für die Frauen und auch für den einen oder anderen Mann sind 2 Spiegel im Bad. So, und ganz oft höre ich immer die Kritik, das habe ich im letzten Jahr auch schon versucht, so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Duschvorhang im Bad geht gar nicht. Das habe ich lange Zeit auch geteilt und war so ein Fan von diesem Schwenkbad. Aber wie ihr vielleicht feststellen könnt, habt ihr in dem einen oder anderen Schwenkbad dadurch wirklich mega wenig Platz im Toilettenbereich und auch mega wenig Platz im Duschbereich. Hier habt ihr einen Riesenraum, der bleibt auch, wenn ihr duschen geht. Ihr habt einen Vorhang da bei Chausseur. Der wird hier oben mit wenigen Handgriffen an diesen Magneten fixiert. Das war im letzten Jahr auch schon so. Und im letzten Jahr gab es hier Magnete. Das haben die jetzt durch Druckknöpfe ersetzt. Das hält ein bisschen besser. So könnt ihr den Vorhang zum Toilettenbereich hin abtrennen und habt dann die Möglichkeit, den noch einmal hier vorne an der Tür vorbeizulegen. Und ich hoffe, man kann das wirklich sehen. Der Vorhang ist nachher hier drin straff gespannt und ihr habt wirklich die ganze Dusche als Platz da. Das Schöne ist, wenn ihr jetzt hier drin geduscht habt, dann könnt ihr euren Duschvorhang einfach wieder wegmachen. Der ist aus Fallschirmseide. Hängt den draußen ein paar Minuten unter die Markise und euer Duschvorhang ist trocken. Ja, die Liegefläche von dem Bett ist wirklich riesig. Ihr habt eine Breite 1,49 in der Länge 1,86 Meter und beim Chausseur ist es so, dass in dem 594 die Matratze genau mit der Kante von dieser Ausbuchtung hier abschließt. Und so habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr etwas größer seid, noch das Kopfkissen ein Stückchen nach oben zu schieben oder auch unten die Füße auszustrecken. Für mich mit 1,70 Meter natürlich absolut kein Problem. Was ich auch gut finde, ist, dass ihr hier oben noch ein Fenster mit drin habt. Ihr könnt also nicht nur die beiden Heckfenster in den Türen drin aufstellen, sondern auch das Dachfenster hier oben und könnt so wirklich die Wärme nach oben ableiten. Verdunklungs- und Fliegengitter sind selbstverständlich auch hier mit an Bord. Unter dem Bett seht ihr hier vorne noch so ein Gepäckraumnetz. Das könnt ihr natürlich auch wegmachen, falls ihr mal Dinge habt, die länger sind und etwas laden möchtet. Steckdose in der Küche ist auch oft Mangelware. Hier habt ihr eine direkt an der Seite untergebracht für beispielsweise eure Kaffeemaschine oder euren Wasserkocher an der Seite. Im Sitzgruppenbereich habe ich die Steckdosen oben am Schrank schon gezeigt. Unterm Tisch sollte man vielleicht noch erwähnen, dass wir hier eine USB-Steckdose mit an Bord haben. Das finde ich auch ganz praktisch, gerade im Sitzgruppenbereich. In dem kleinen Schrank hier unten habt ihr dann euren FI-Schalter drin und auch noch etwas Platz, um andere Dinge zu verstauen. Über dem Fahrerhaus haben wir dieses große Ablagegefach. Dort gibt es natürlich auch viele Fahrzeuge, die offen gehalten sind oder ein Skyview drin haben. Hier habt ihr wertvollen Stauraum. Dort könnt ihr beispielsweise eure Jacken, Taschen oder sonstige Dinge oben drin ablegen. Ja,
Ja, schauen wir uns als erstes mal das Cockpit vorne im Fahrzeug an. Wir haben den neuen Fiat Ducato 8 hier mit drin in der aktuellen 25er Serie. Rechts auf der Seite habt ihr die Möglichkeit, euren Limiter oder euren Tempomaten auszuwählen. Ihr könnt das Ganze hier erhöhen oder verringern von der Geschwindigkeit her. Und links habt ihr die Knöpfe, womit ihr euch durch das Fiat-Menü durchdrücken könnt. Dort könnt ihr beispielsweise euren Ölstand sehen, eure Öllebensdauer, den Batterieladezustand, wie viel AdBlue ihr noch im Fahrzeug drin habt. Diese Dinge könnt ihr hier vorne im Display auslesen. Wenn wir uns rechts daneben das Radiosystem anschauen, dann haben wir in dem neuen Modell das Pioneer-System drin. Das hat sich definitiv bewährt. Da haben wir wirklich viele Kunden, die mega begeistert sind davon. Ihr habt Apple CarPlay mit drin, ihr habt Android Auto mit drin, ihr habt sowohl DAB-Radio als auch normales Radio. Ihr könnt Musik über Bluetooth streamen und natürlich eure Freisprecheinrichtung nutzen. Ich persönlich finde folgende Funktion noch mega cool bei dem Modell. Ihr habt die Möglichkeit, unabhängig von eurem Rückwärtsgang auch auf die Rückfahrkamera zuzuschalten und könnt diese als Rückspiegelersatz nutzen. Das finde ich eine unheimlich coole Funktion, die ihr während der Fahrt nutzen könnt. Dann hat sich in dem neuen Modell auch noch was von der Serienausstattung her geändert. Ihr habt zum einen beheizte Außenspiegel mit dabei. Warnblinkanlage ist, denke ich, jedem bekannt. Ihr könnt euer Fahrzeug hier vorne verriegeln. Ihr habt Traktionskontrolle dabei. Die kann euch beispielsweise helfen, wenn ihr euch mal auf einer nassen Wiese festgefahren habt. Und ihr habt den Bergabfahrassistenten mit an Bord. Darüber ganz normal Lüftung, Heizung und Klimaeinstellung. Ja, vorne habt ihr natürlich ein wunderschönes Verdunklungssystem mit drin. Ihr habt die Variante, die ihr von unten nach oben schließen könnt. Die läuft wirklich super geschmeidig. Und an der Windschutzscheibe vorne habt ihr auch das neue System. Früher musste man das immer von rechts nach links schließen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Verdunklung von unten nach oben zu schließen. Und ihr könnt selbst bestimmen, auf welche Höhe ihr das Ganze haben wollt. So, kommen wir nun zu den wichtigen Dingen. Was ist nochmal alles in dem Fahrzeug drin? Ihr habt den Chausseur V594L als Blackline Dörr Edition mit 120 PS auf Fiat-Basis. Ihr habt Markise, Solaranlage, Radio- und Rückfahrkamera mit drin. Selbstverständlich Verdunklungsplissés und Fliegengitter. Das Auto gibt es für unschlagbare 50.990 € in der Blackline-Ausführung. So, wenn euch das Fahrzeug gefallen hat und das Video gefallen hat, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Ebenso, wenn ihr Fragen zum Fahrzeug habt. Und ganz wichtig, wenn ihr so ein Fahrzeug haben wollt und Interesse daran habt, setzt euch gerne mit mir in Verbindung. Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich kann das Fahrzeug für all unsere Filialen anbieten. Also was man vielleicht noch einmal erwähnen sollte, diese schwarze Farbe als schwarze Metallic-Farbe und diese Blackline Edition gibt es wirklich nur bei uns bei der Dörr-Gruppe. Und ich finde, designmäßig sieht das Auto in der Farbe echt komplett anders aus, wie das Weiße, das es sonst überall gibt.